Webster Hall, New York. Vorhang auf für zwei Jungs, die quasi aus Versehen zu Popstars wurden. Denn Milky Chance aus Kassel sind jetzt auch so richtig big in the USA. We believe Milky Chance will make a tremendous impact on pop culture and will compete at the highest level. Wenn ich irgendwie Mitglied bei Tokyo Hotel wäre, dann hätte ich jetzt schon längst einen Burnout. Ihr Hit Stolen Dance wurde millionenfach geklickt und verkauft. I love the song Stolen Dance so much. It's my favorite song in the entire world. I would bet you that the majority of people that love this band don't even know that they're German. So dieser Funke, aber den kann man nicht lenken, der muss von alleine kommen. Die Nordamerika-Tour von Milky Chance, das sind über 40 Konzerte in 28 Städten. Und zwischendrin der ein oder andere wichtige Termin. Ja, manchmal denkt man sich mit 21 so, ich will jetzt erst noch mal ein bisschen chillen und doch nicht so viel Karriere machen. Startrampe hat sich Milky Chance an die Fersen geheftet. Denn diese Band ist immer wieder gut für Überraschungen. No way! My sister is gonna go crazy. Sturdy, you won't believe who I'm standing with. And I'm being filmed calling you. You won't believe who I'm standing with, Sturdy, and they're gonna say hi to you. I'm here with Milky Chance. Here. Is he there? Say hi. Hello, Sturdy. I swear, Sturdy, I saw they're both in Washington Square Park. You can come to the show. You have a show? Yeah, tomorrow in Webster Hall. Sturdy, they have a show tomorrow. I thought you were done with your American tour. No, it's just beginning. What? Sturdy, we're going tomorrow? Let's go. All right, we're going. All right. You honestly have no idea my whole family listens to you guys. I know all your songs by heart, literally. I was studied for my test like 12 hours and I would just listen to the album on repeat through and through over and over again. Did you pass the test? Yes. Oh my God, guys, I'm so happy I met you. So fanat sind viele Fans in Clemens und Philipp. Damit muss man erstmal klarkommen. Naja, man muss sich halt ein bisschen so sich im Kopf behalten, dass das, was einem passiert, ein großes Privileg ist. Ich glaube, wir machen auch oft Witze drüber, ja. So über diese... So, weißt du, dass man so Witze über diese Star-Allüren macht und über dieses Abgehobene und das mit Humor betrachtet und dann merkt man, boah, so willst du auf keinen Fall werden. Ja. Rückblick. Kassel im Sommer 2013. Ja, so Songs geschrieben für mich habe ich schon bestimmt vor 5 Jahren oder so mal 1, 2, aber die fand ich voll doof dann nach einem Tag. Dann habe ich das wieder sein lassen und habe mich eher aufs Gitarrespielen konzentriert. Dann habe ich vor einem Jahr dann wirklich mal angefangen zu singen so, und wirklich Lieder geschrieben. Soll ich spielen oder wie? Ich denke mir ein Lied aus und dann komme ich ganz stolz zum Philipp gedackelt und präsentiere ihm das. Und dann machen wir dazu ein Beat und dann probieren wir das aus. Wir wollten nach dem Abi eigentlich erstmal auf Reisen gehen. Haben uns so einen VW-Bus gekauft. Den mussten wir dann wieder verkaufen, damit wir die CD produzieren können. Bei ihm ist es einfach so, er kann Erfahrungen so einfach outputten, dass es in der Musik dann total gut zugänglich ist. Also er kann Emotionen rauslassen und sie Menschen geben. Am 31. Mai 2013 ist Sad Necessary, das Debütalbum von Milky Chance, erschienen. Clemens und Philipp haben es komplett in Eigenregie produziert. Ja, wir haben eigentlich ab dem ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir schon Musik gemacht. Auch wenn wir andere Musik hören, feiern wir die gleichen Sachen. Oder wenn wir irgendein Lied hören, das ist nur so eine kleine Stelle, die wir nicht cool finden, dann finden wir die auch meistens beide nicht cool.
Nee, did it, nicht did it. Also du machst... Auf die 1. Ja, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, so ein Hype ist ja sowieso was ganz Komisches, finde ich. Ich denke eigentlich jede Woche daran, dass der Hype auch nächstes Jahr nicht mehr da ist. Ich denke mal, wir versuchen auf jeden Fall Musiker zu bleiben. Ja. Weil halt, das ist das, was wir gerne machen. Und wenn es nicht mehr klappt, dann schauen wir mal. Dann gehen wir auf Reisen. Und wie es geklappt hat. So gut, dass Milky Chance jetzt einfach mit ihrer Musik auf Reisen gehen. Doch den berühmten Sprung über den großen Teich hätten sie sich fast nicht getraut. Wir hatten das halt nie geplant, was passiert ist. Und dementsprechend war es einfach so die Frage für uns, ob wir diesen großen Schritt, der ja schon richtungsweisend ist, ob wir den so jetzt einfach mal machen wollen oder... Also es war auch einfach so ein bisschen, glaube ich, die natürliche und gesunde Angst vor einer Entscheidung, die viel mit sich bringt. Wir hatten auch immer mal so einen kleinen Breakdown, wo es einem zu viel war und so. Wenn man das Gefühl hatte, dass es einfach zu schnell ist und einen ein bisschen über den Kopf hinaus wächst. Aber letztendlich hat es dann überwogen, dass wir auch gedacht haben, so ja, ich meine, ist schon irgendwie auch geil, wenn du die Möglichkeit bekommst, zu touren und so eine geile Zeit mitzunehmen. Kaum zu glauben, zwischen diesem Konzert in der altehrwürdigen New Yorker Webster Hall und ihrem ersten schüchternen Auftritt bei Startrampe liegen gerade mal 1,5 Jahre. Diese Staffel mit dabei Milky Chance aus Kassel. Präsentiert von Christina Wolf. Und wir wollen feiern, dass Milky Chance in den Top 10 der Charts ist. Hm? Schmiedet ihr jetzt Pläne, wie es jetzt weitergehen muss? Jetzt habt ihr die Aufmerksamkeit, das muss man jetzt nutzen und das ist der Masterplan. Naja, wir haben nur halt einen Tourplan für nächstes Jahr. Oh. Sonst noch nichts. Eigentlich arbeiten wir gerade auf unsere Winterpause zu. Ich war immer der verschlafene, verchillte Typ. Von daher kenne ich das auch überhaupt nicht anders. Und alle denken immer, dass ich breit bin, obwohl ich es nie bin. Deshalb, das ist so wirklich halt auf Menschen und das ist einfach so. Und deshalb will ich mich aber nicht verändern, weil ich bin halt so, wie ich bin. Und fühle mich auch wohl. So, keine Ahnung. Und ich glaube, deshalb ist es auch nicht so dieses, wir sind Musiker und wir haben ein Image, sondern aus der Art und Weise, wie wir so durch die Welt gehen, haben sich die Menschen ein Image gemacht von uns, was aber halt wirklich von uns kommt. Vor der Kamera sind Clemens und Philipp mittlerweile um einiges entspannter. Wir sind in New York, hier in einem sehr schönen, großen, professionellen Fotostudio bei unserem
beim Fotoshooting fürs Nylon Magazine in Singapur. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise, stuck doing snow and oh, that we've paid our way. And you know, hey, when we walked out, I felt like we can throw away the forces of the past. And I know, too, it's been the hardest days. Auch wenn es hier nicht so aussieht. Milky Chance lassen sich vom Musikbusiness nicht in Fesseln legen. Ihre Freiheit ist ihnen wichtig. Bam! Das war krass, wie man eben so durchgebrochen ist. Also das war eben auf jeden Fall das Experimentellste, was wir bisher gemacht haben mit den Fotos. Aber geil, war krass. Ich traue denen eigentlich alles zu, weil ich glaube, dass sie sind so speziell, sind so eigen und sind auch, ich glaube, ganz klar determiniert, wissen, was sie tun. Das hat man, glaube ich, auch schon in den Anfängen gesehen. Die hätten, ich glaube, hochdotierte Verträge von jedem Major-Label in Deutschland bekommen können. Und das haben sie aber abgelehnt, um es eben selbst zu machen. Do it yourself, ganz klassisch. Ein paar Kumpels haben 2013 quasi für Milky Chance das Indie-Label Lichtdicht Records gegründet. Die Zentrale war ein ehemaliger Blumenladen in Kassel. Mit Stolen Dance ging dann alles los. Als wir relativ früh angefangen haben, den Song bei Recordjet digital zu verkaufen, konntest du dir so Statistiken angucken, die dann auch geografisch angezeigt haben, aus welchen Ländern. Das war so der erste Moment, wo man dann auch gemerkt hat, es ist nicht nur Deutschland irgendwie, wo die Leute den vereinzelt kaufen, sondern auch wirklich irgendwie überall, auch in Asien, auch in Australien. Und es war schon damals schon auch verrückt. Auch verrückt? Allein bei Spotify werden ihre Songs 600.000 Mal am Tag gestreamt. Was wir bei der Band tatsächlich sehen, ist, dass es nicht so wie so im klassischen Download-Geschäft oder wie im klassischen CD-Geschäft irgendwie so einen großen Verkaufsmoment gab und dann fällt das Ganze wieder runter, sondern was im Streaming interessant ist, und das sehen wir gerade bei Milky Chance, ist, dass sich das langsam steigert. Und wir sehen tatsächlich eben auch, dass die Mehrzahl der Streams mittlerweile aus den USA kommt, was wirklich für eine Band aus Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich ist, haben wir sehr selten. Das heißt, es ist wirklich eine globale Band mittlerweile. Viele wissen auch gar nicht, dass sie aus Kassel kommen. Gold unter anderem in Frankreich, Platin in Deutschland und den USA, Multiplatin in Australien und Italien. Stolen Dance ist ein unwahrscheinlicher Welthit. Es ist halt irgendwie so ein bisschen so dein Baby und auch dein Monster. Und man denkt sich halt so, Mann, so warum, da sind noch viel mehr Songs, hört euch die doch auch mal an. So. Und die sind echt viel besser. Und so. Und dann denkt man sich natürlich aber auch wieder, dass ohne diesen Song das ja alles nicht passiert wäre. Und dass halt das so das Sprungbrett war. Auch wenn man bei Milky Chance leicht mitgrölen kann, was genau Clemens singt, finden auch Musikkritiker manchmal rätselhaft. It seems more about the sound of the words than it is about the actual content that's being delivered, which is fine, and I think that's great for pop music. That helped make Stolen Dance a big hit, I think, because it just has that, it has a kind of comforting sound to it, and you don't necessarily have to pay a ton of attention to the lyrics, but there are phrases that kind of jump out and catch you, you know. You're kind of stilted in the way that probably happens when English isn't your first language. But they're kind of sentimental and they're grabbing and they're evocative in a kind of non-specific way. Ich schreibe auch ganz oft Sätze, die man jetzt so nie sagen würde. Aber in der Kunst, beim Dichten, was auch immer, wie man es nennt, geht das halt alles. Man fühlt ja mehr so die Worte, nicht die Kommas. Picasso hat mal gesagt, um einen schlauen Satz dazu zu geben. Picasso hat mal gesagt, er wurde mal gefragt, was er mit seinen Bildern meint, was er damit sagen will. Und dann hat er gesagt,
verstehst du, was die Vögel singen? Nein, tust du nicht. Aber du hörst trotzdem gerne zu. Und das ist ja auch vielleicht bei denen so. Man muss nicht zwangsweise verstehen, was er sagt. Auch nicht grammatikalisch. Also es muss keinen Sinn ergeben. Und trotzdem klingt es irgendwie. Ich glaube, das macht es so ein bisschen aus. Es klingt einfach schön. Lichtdicht Records ist mittlerweile in ein größeres Büro umgezogen. Man hat sich sozusagen professionalisiert. Am Anfang haben wir gesagt, hey, niemals mit Majors, weil wir uns als Indie-Label erstmal selbst verorten mussten. Ne? Da war das Major immer böse und so. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass da eigentlich auch nur Leute arbeiten, ne? Dass da coole Leute arbeiten und dass die Apparate einfach größer sind. Milky Chance sind Wanderer zwischen den Welten. In Kassel bei ihrer Indie-Plattenfirma hängen die goldenen Schallplatten im Klo. In den USA ist alles businessmäßiger. Aber da ist die Band ja auch bei Republic Records unter Vertrag, einem Sublabel von Universal. They know their fans better than we do. So the last thing we want to do is find a way to create this partnership and then ask them to change, because that doesn't make any sense. To the contrary, what we want to do is say, whatever you guys are doing, it works. Keep doing it. Here's the resources. Here's additional support. If we can help you in any way, we possibly can. We're incredibly proud to work with you. We're incredibly proud of the success, and we're very anxious, for new music and to get you guys back in the studio and ultimately, back out there and doing what we do best. Your first platinum album, the first platinum record here in the United States. I want to congratulate you guys. You've been working really hard for this. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Wie reich wir sind. Sehr reich an Glück. Also wir können gut davon leben, aber Milliardäre sind wir nicht. Milliardäre? Wow. Nee, achso, Millionäre sind wir auch nicht. Nee. Aber ich meine, wir wohnen trotzdem beide in der WG. Also, so. Ich glaube, wir sind auch nicht so... Nee, ich glaube, wir sind auch... Sparsam? Sparsam, ja. Vielleicht auch sparsam. Vielleicht auch einfach halt als Frührente ansehen. Ach du Scheiße. Wir sind aber spießig. Oh oh. Platin für 1 Million verkaufte Alben in den USA. Das ist auch der Verdienst von Brad Alperowitz, der bei Republic Records für Milky Chance zuständig ist. Ihn fasziniert vor allem eins an der Band. They're very much an alternative sounding band to us in the US, alternative rock, but in Germany, if you went to iTunes or you went to, a blog, they would call it electronic music. I didn't know where it was supposed to fit. I just knew it was tough to put into a category, which I thought was great. That's usually good. When you can't put it neatly into a category, there's something probably special happening. We were young souls. Ihre Musikvideos machen schnell klar, von groß aufgeblasener Inszenierung halten Milky Chance gar nichts. Wir haben uns schon oft unwohl gefühlt, wenn man merkt, dass man in gewisser Art und Weise halt ein Produkt ist oder man so genutzt wird für... Zum Beispiel haben wir mal auf einer Bühne gespielt in Sydney, wo halt so ein Auto auf der Bühne stand. Weißt du, so. Unser Produkt ist halt nicht so... Ist Bio. Ist Öko. Ja, Mann. Nein, ich glaube wirklich, das ist ja, auch das so... ist aber echt gut. Wenn man so die Metapher spannen will, so dieses... Es ist natürlich gewachsenes Essen, was jetzt nicht unbedingt so geil aussieht und nicht dieser perfekte Apfel im Supermarkt ist. Aber der ist halt einfach mit Liebe vom Bauern schmeckt trotzdem gepflanzt worden und schmeckt auch sehr gut. Ihre US-Tour hat Milky Chance durchs ganze riesige Land geführt.
Mit dabei ihr Kumpel Antonio, der die Band bei Konzerten verstärkt. Was ganz lustig war, ist, dass wir waren in Phoenix, haben in Phoenix gespielt und er hat bei dem Konzert, Antonio spielt ja Harmonika, und dann hat er im Konzert gesagt nach seinem Solo, make some noise for Antonio. Und die Leute haben verstanden, make some noise, San Antonio. Und dann haben sie dachten sie, hinterher wir wissen nicht, wo wir sind. Das war dann direkt so bekifft, die wissen dann nicht mehr, wo sie sind. Genau, das war dann direkt auf Twitter, eine Viertelstunde später. Das war der Running Gag für die Crew. Weil ich immer so nuschel, das ist ein Nachteil. Denken alle, ich habe keine Peilung. Dabei weiß ich immer genau, wo ich mich rumtreibe. Eigentlich weiß er genau, was abgeht. Der Junge hat doch gar keinen Plan. Oh, wir machen jetzt Promo. Eine kurze Session, einen Song spielen. So ein Zeug. Wir haben noch 2 Auftritte heute. 2. Oh, man kämpft sich so durch den Tag. Austin, Texas. Hier findet jedes Jahr im März das South by Southwest Festival statt, das gleichzeitig das wichtigste Musikbranchentreffen der Welt ist. Hier halten alle Ausschau nach dem nächsten großen Ding. Bei 2000 Bands ist das ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber auch bereits etablierte Acts spielen hier, so wie Milky Chance. Ich habe heute mal die ganzen Bands gelesen, die hier spielen. Das ist super krank, kommst ja gar nicht mehr aus dem Lesen raus. Es ist auf jeden Fall trotzdem stressiger, weil hier ist alles so zack, 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 zack. Und dann hier nochmal ein Interview und da nochmal ein Foto und dann direkt zum nächsten Konzert. Ich glaube, wir spielen jetzt 5 Mal in den 3-4 Tagen. Ja, 3 Tage. Well, America is different than Europe in a lot of ways because it requires a lot of work in America. Europe is different in that a lot of the countries have nationally syndicated radio shows there, where if you break on, the BBC One or BBC Two in the UK, then all of a sudden you're being broadcast to the whole country. Whereas in America, you genuinely have to go and work every individual city and every individual market in order to grow as a band. And what the band is showing on this tour is they're ready to go out and do that. They're playing 41 shows or something like that on this tour and going to every important city in America. And they'll play a show and they'll go to the radio station and they'll do the press and do the promotion, meet the right people and put in that work. And I think that's going to be incredibly critical to their development as a band. Ey, ich noch länger, ich bin fast fertig. Mann, ich bin kurz vorm Durchbruch. 74D. Zu den Terminen beim South by Southwest Festival gehört auch ein Unplugged-Gig für den Radiosender KGSR. This is Milky Chance. Is this your first time in Austin? Yeah. Yeah? Yeah. You especially like asking people who are from Europe what their impressions of Texas were going to be. Did it line up with your expectations? I mean, we were in El Paso 2 days ago. So there was a step up. Right. So that I'll never feel alone again. And I want you, we can bring it down the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stone on paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it down the floor. You've never danced like this before. Milky Chance live. Thank you, gentlemen, for waking up and hanging out with us. Nach dem Konzert Fanarbeit. It's natural.
Ich glaube, Leute, die noch nicht mal die Musik kennen, feiern ihn wegen seiner Frise. Einfach nur so, weil die, ohne Scheiß, kommst du hier rein und dann, oh my gosh. Vielleicht sollte ich sie abschneiden. Damit es nur noch um die Musik geht, nicht mehr um die Haare. Ja, oder immer Turban tragen oder so. Oh nee, damit ist aber auch politisch unkorrekt. Zurück in New York. Beim Fotoshooting fürs Nylon Magazine Singapur. Antonio, der dritte Mann, soll jetzt mit aufs Bild. Es ist übrigens gut, dass die Mathe ab ist. Ich hab die gehasst. Ich hab die gehasst, die Mathe. Der Einzige, der jetzt in deinen Haaren steht, bin ich. Bleib meinen Haaren treu. Die einzigen Haare, die stehen, so rum ist es eher. Die einzigen Haare, die stehen. Ja, weil ich zu ihnen stehe. Deshalb, sie geben mir was zurück, weißt du? So ein Geben und Nehmen. Sehr philosophisch. Ein Philosoph. You are my fairy tale. Don't you wanna stay? You are my fairy tale. Diese Fotos könnten ein erster Schritt sein, jetzt auch noch den Durchbruch auf dem asiatischen Musikmarkt zu schaffen. Und wie geht's sonst weiter mit Milky Chance? They have a lot of opportunities to work with, you know, the biggest producers, you know, the biggest songwriters, you know, collaborate with some, you know, the coolest artists. So it's up to them, you know, whatever they want to do. It could be really exciting. Right away, there was Rick Rubin, you know, famous producer here in America who became a fan very quickly of those guys, and as soon as they made it to America at the end of last year, he requested a meeting with the guys. He wanted to meet with the guys and vibe with the guys in the hopes that they'll work together, you know, for the next album. Im Sommer stehen für die Band noch ein paar Festivals in Europa auf dem Programm, bevor sich dann im Herbst der Vorhang erstmal wieder schließt. Denn Clemens und Philipp nehmen sich eine kreative Auszeit. Das ist spannend und entspannend zugleich. Die Zukunft ist immer sehr unsicher, auch wenn sie durchgetaktet ist. Aber ich glaube, es ist einfach einfach das Gegenteil von dem haben, was wir jetzt haben. Ich meine, jetzt haben wir so, bis September wissen wir eigentlich, was wir jeden Tag machen werden. Ich glaube, das ist einfach, diese Unsicherheit ist was Attraktives für uns gerade, dass wir mal dann auch wieder sagen können, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache heute. Ich suche es mir heute Mittag aus. Ja, Mann. Thank you so much, New York. Thank you so much for coming. Thank you. Peace and love. Hope we see each other again. Yeah. Have a good night. Take care. Thank you. Bye.